Hallo meine lieben VR-Enthusiasten, seid ihr gut in 2023 angekommen? So, hier ist Montensen, weiterhin aus dem Urlaub. Wir sind ja eine ganz lange Zeit hier, ja, also ihr werdet diese Art Video noch ein Weilchen bekommen. Wir sind weitergezogen, wir sind von Lambongan jetzt wieder zurück auf die Hauptinsel Bali und sind in einem Ort, der heißt Ubud. Hier kann man so ein bisschen jetzt auch mal an dem balinesischen Leben teilnehmen. Bisher ganz interessant, was hier so los ist. Das ist unsere momentane Location, hier sind wir 4 Tage. Das hier ist übrigens immer so ein typisches Ding, ja. Man hat so einen kleinen Bungalow, eigentlich nur Bett und bisschen Zeug aber immer so einen ganz kleinen Garten drumherum. Hier, da sind kleine Koi-Karpfen und so. Alles ganz süß immer. Aber es ist weiterhin Regenzeit, ja. Gestern hat's geflattert ohne Ende. Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Deswegen spiele ich VR. Nee, ich habe was super Interessantes entdeckt und das wollte ich euch heute zeigen. Pass mal auf. Klick, klick. So, alles fängt damit an, ihr braucht wieder SideQuest. SideQuest, habe ich euch schon erzählt, ist eine Softwareplattform, die ist damals parallel zur damals noch Oculus, dann MetaQuest entstanden, so als Spielwiese für Indie-Entwickler, die halt nicht in den offiziellen Quest Store gekommen sind. Irgendwann gab es dann von Meta noch das App Lab, das auch eine Alternative ist, aber bis dahin hatte sich SideQuest schon etabliert. Das ist jetzt eine große Plattform mit sehr vielen experimentellen Titeln und kleinen Sachen. Es gibt jetzt auch Titel für die Pico, ja? Und das ist ziemlich cool. Ihr geht bitte auf github.com/SideQuest VR/Light Releases. Den Link mache ich euch natürlich unter das Video. Klickt euch dann bitte das hier an, App Release APK. Einfach anklicken, so wie ich das gerade gemacht habe, und dann herunterladen. Und dann könnt ihr bei den heruntergeladenen Titeln gucken und die einfach anklicken. So, super easy. Dann installiert sich bei euch SideQuest. Ich habe das natürlich schon gemacht und daher SideQuest jetzt hier. Und ich habe in den letzten Videos auch schon drüber geredet. Ja, SideQuest ist halt da, aber die Titel hier sind noch sehr weird. Ja, einiges ist cool, hier wie zum Beispiel der PPSSPP-Emulator und ein paar andere kleine Geschichten. Anderes ist noch merkwürdig. Übrigens, der XRB-Browser hat jetzt auch schon ein Update bekommen. Da habe ich ja ein Video drüber gemacht, über diesen Browser. Könnt ihr in AR halt das sehen. Der hat schon ein Update bekommen, könnt ihr mal reingucken, was da neu ist. Heute interessiert uns aber Folgendes. BeatLabs. Das ist nämlich tatsächlich einfach mal 1:1 ein Beat Saber-Klon. Wer hätte das gedacht? Wir gehen mal auf die Seite und hier schreibt nämlich der Entwickler, BeatLabs is an open sandbox for fiddling with different gameplay mechanics and ideas for Rhythm Games in VR. Ja, in der Übersetzung, das hier ist sozusagen ein Baukasten, mit dem ich dann, also der Entwickler selber, mit verschiedenen Ideen für VR-Rhythmus-Games rumexperimentieren kann. Let's start with a clone of Beat Saber. An almost perfect rhythm game. So, und das ist tatsächlich Programm. Ja, er hat jetzt hier mit seiner Technik einfach mal einen Beat Saber Klon gebastelt und den könnt ihr installieren, indem ihr jetzt hier oben auf Download geht. So. Gut. Seht ihr, macht er im Background hier den Download. Und dann sagt er, ja, installieren. Bam. So. Dann geht ihr wieder in eure Bibliothek und hier unten unter Unbekannt hat sich jetzt BeatLab installiert. Ja, also bei den ganzen App hier unten unbekannt. Und dann klickt ihr auf BeatLab und schon kann's losgehen. Voila. So, und hier steht auch nochmal der Text, ja, Disclaimer, Ich habe da jetzt schon mal ein bisschen rumgeguckt und mir das angeguckt, aber ich will euch das natürlich auch ein bisschen zeigen. Das Problem bei diesen Geschichten ist immer, genauso wie beim gemoddeten Beat Saber, ja, das arbeitet halt mit kommerziellen Musiken und das ist eigentlich noch nicht mal eine Grauzone. Das ist definitiv ein Copyright-Problem, ja, denn diese Songs sind von den Artists nicht freigegeben. So, hier ist es jetzt so bei diesem BeatLab, dass man aber was Beliebiges eingeben kann. Ja, er hat hier so ein BeatLab Willkommen-Pack. Ich mach mal Select. Dann sagt er bietet hier 5 Maps an. Mal gucken. Ja, eine davon ist Blinding Light von The Weeknd. Pump It. Wir können ja mal reingucken. So, nehmen wir erstmal Blinding Light. So, bei Blinding Light können wir hier Easy einstellen oder Hard. Ich mach mal Easy. Ich bin nicht so der Beat Saber Spieler in letzter Zeit. Hier gibt's auch verschiedene Game Mode. Classic kann ich nicht anwählen, aber Chill, Fill und Timing Attack. Machen wir mal Play. So, jetzt haben wir hier ein bisschen lahm aussehende Lichtschwerter, die leuchten noch nicht mal. Und die Kulisse ist halt auch sehr basic hier. Ja? Guckt euch das an. Einfach nur so eine Environment Map.
been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. So, ich würde sagen, das reicht mal zum Zeigen. Ihr seht es selber, also es gibt keine Anzeige, man kriegt keine Punkte oder so. Das ist wirklich nur das Gameplay, das Basic Gameplay. Ihr könnt auf den Klötzen rumhacken. Wir können auch hier einfach Songs eingeben. Da ist gerade Blinding Lights drinne. Wisst ihr was? Wir suchen jetzt mal ein bisschen was aus den 80ern. Duran. Suchen. Du hast Level by College, what the fuck? Livelight, September, Take on Me? Feuerfrei, Rammstein? Hallo? Habe ich das falsch geschrieben? Duran, was ist los hier? Hier, Wild Boys. Okay, warum er auch immer hier 1000 andere Sachen anzeigt. Hier ist auch eine Prozentanzeige. Keine Ahnung, wofür die da ist. Ich mach mal Select. Boom. Und auch hier Normal. Und dann hören wir jetzt hoffentlich. Wer ist denn Gardinenstand? Vielleicht sind es die Mapper. Ah ja. Entschuldigung, ich muss ein bisschen lachen. Oh Mann, ich bin so schlecht. Ich kann jetzt leicht. Natürlich ist im Original Beat Saber alles besser, ja. Abgesehen von der Grafik ist auch das Gefühl ein bisschen besser. Aber die Basis funktioniert hier, das muss man echt mal sagen. Ja, ihr könnt die blöden Blöcke weghauen. Und wie gesagt, es gibt eine Unmenge an Sachen hier. Was ich eben gemeint habe mit vielleicht ist das der Mapper. Denn man kann natürlich nicht einfach einen Song reinstecken. Irgendwas muss der Software ja sagen, wo die Klötzchen herkommen. Und das editieren meistens irgendwelche Leute und das nennt sich dann Mapping. So. Ich weiß nicht, ob die hier auf eine Bibliothek zugreifen, die es vielleicht schon für Beat Saber gibt. Irgendwie in einer Modding-Community oder so. Das können wahrscheinlich Leute beantworten, die da besser drinstecken. Ich bin das nicht so. Mein Lieblingsrhythmusspiel ist ja Pistol Whip. Ja? Und Pistol Whip ist leider auf der Pico 4 die schlechteste Version, die ich bisher gesehen habe. Muss ich ehrlich sagen, leider. Auflösung ist nicht so doll. Aber ich will gar nicht abschweifen. Wir probieren nochmal jetzt hier einen aktuellen Popsong oder so. Swift, Taylor Swift. Ich hoffe, die wird so geschrieben, die Frau. Willow, Shake It Off, Shake It Off. Blank Space, Paper Rings, Me, I Love Story, Christmas Tree, what? Hier, Shake It Off, ich glaube, das ist ein Lieblingslied von Isa. Oh. Das gibt's nur auf Expert. Interessant. Okay, dann müssen wir es mal probieren. Das wird wahrscheinlich nichts mit mir hier und Expert. Aber wir lassen uns überraschen. Oh, guck. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many days, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising. Okay, das ist zu schnell für mich. Das kriege ich nicht hin. Ich habe auch das Gefühl, ne, das müsst ihr mal selber rauskriegen. Wie gesagt, es ist ja kostenlos. Ja? Ist jetzt nicht so, dass man hier Geld investiert und dann erst merkt, dass das Programm für einen selber nichts ist. Also nehmt das jetzt einfach mal als kleinen Tipp von mir an, dass es hier einfach so ein Tool gibt, wo für absolute Beat Saber Enthusiasten vielleicht ein bisschen das Feeling rüberkommt, aber schwierig, ja. Es sieht stulle aus, ja, also die Auflösung hier ist jetzt nicht besonders hoch. Das Menü kann man lesen, aber es jittert auch so leicht.
und es gibt halt nur diese eine Umgebung. Hier ist noch nicht viel los, aber das ist ja eine Entwicklung, das kann nur besser werden. Ja? Also man kann das auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man jetzt sagt, ey, ich kann mir keine Pico 4 holen, weil es kein Beat Saber gibt. Naja, wenigstens das hier gibt es. Und ich finde es ja interessant. Wie gesagt, genau für solche Sachen ist der Store da. Ich glaube, unser Experiment hier ist erstmal zu Ende. Ja? Also man kann Playlists aussuchen und beliebige Songs eingeben. Mehr habe ich an Einstellungen tatsächlich nicht gefunden. Wenn ich jetzt die Menütaste drücke, passiert nichts. Also das scheint es erstmal zu sein. Ja, man ist dann den Songs hier ausgeliefert. Nicht alle haben offensichtlich auch alle Spielmodi im Angebot. Und es deckt natürlich bei weitem nicht die Komfortfunktionalitäten des echten Beat Sabers ab. Aber es ist ein Anfang. Ganz interessant. Ich weiß nicht, was der junge Mann hier vorhat oder die junge Frau. Keine Ahnung, wer das programmiert. Es ist alles Early Access und so weiter, aber kostet dafür auch nichts. Mehr gibt's ja auch nicht. Er hat noch eine eigene Webseite, www.beatlabs.dev. Kann man auch mal drauf gucken. Ich gehe mal da drauf. Einen eigenen Discord gibt's auch. Ja, also wenn euch das Thema richtig doll interessiert, dann könnt ihr da sicher mal nachschauen, was da überhaupt so in Deep los ist und wo vor allen Dingen diese Songs herkommen. Ich habe es ja jetzt einfach nur vermutet, dass es eine Library gibt und die kann ja nur durch das Original Beat Saber entstanden sein. Links sind hier, Join the Discord, Build APK. Hier kann man das auch direkt ohne Sidequest nochmal runterladen. Es gibt immer verschiedene Wege. Der Witz ist, Sidequest gab es auf der Quest, weil man dort einfach nicht am Anfang direkt APKs installieren konnte. Das ging nur mit so einem Tool wie Sidequest. Auf der Pico geht das halt problemlos, deswegen ist Sidequest jetzt eher eigentlich eine kuratierte Sammlung von Spielen. Ja. Die reine Funktionalität geht auch ohne die Software. Wenn man weiß, wo man die Spiele herbekommt, kann man sich die meistens auch so installieren, wie jetzt hier. Es hilft natürlich, wenn man hier einfach so ein Center hat, was einem sagt, du, diese Titel gibt es. Aber wie gesagt, Vorsicht, ne, manche Sachen hier sind auch irgendwie noch falsch reinsortiert. Das ist Quatsch. Okay, das reicht erstmal, würde ich sagen. Also ich wollte euch das nur kurz vorstellen, damit ihr euch das mal selber angucken könnt und mal sehen könnt, ob das was für euch ist und ihr vielleicht ein bisschen im Beat Saber rumschlumpfen könnt. Ich hoffe, dass sowas ist nützlich für euch. Bam, bam. Ich verabschiede mich also ganz herzlich jetzt hier und werde mal gucken, was wir heute so machen. Wir werden heute, glaube ich, nur ein bisschen chillen und shoppen, ja. Und morgen haben wir ein fettes Programm. Ich werde einen Elefanten waschen. Ja, kein Quatsch. Man kann Elefanten besuchen und die irgendwie morgens waschen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde keine Fotos machen, weil man dann nicht genau weiß, wer es ist, Elefant oder ich. Mal gucken. Okay, Kinder. So, ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Auch gerade die Leute, die schon ein bisschen Erfahrung mit dem Tool haben, schreibt eure Erfahrung bitte einfach in die Kommentare für die anderen. Das ist immer hilfreich, ja? Community Power. Ihr seht, ich habe vom Beat Saber jetzt nicht so viel Plan. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Was ihr wisst, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mir einfach nur einen Urlaubsgruß schicken wollt oder sonst was, schreibt es in die Kommentare, freue ich mich riesig. Kleine Verbindungen zur Heimat sind diese Videos jetzt hier. Außerdem könnt ihr den Kanal natürlich abonnieren und ein nettes Däumchen drunter setzen, dann freue ich mich auch. Das war's erstmal. Bis zum nächsten Video. Motensen. Ah ja, hey, am 5. ist die Veranstaltung nochmal mit der PlayStation VR 2. Da bin ich gespannt drauf. Mache ich natürlich auch ein Video drüber, wenn was wahnsinnig Spannendes passiert auf der CES. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal mit dem nächsten überraschenden Video. Ich weiß noch selber nicht, was es sein wird, aber es wird sicher cool. Bis dann, Motensen, Mo Fun VR. Immer furchtbar. Der Beste ist Mo. Mo Fun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Motensen, Mo Fun VR.